Wir müssen jetzt nochmal alle Dokumente herzeigen und zeigen, dass wirklich alles gut funktioniert hat. Hola, ¿es tu motocar? Ah, sí. Wow. Nachdem wir jetzt 6 Wochen durch Bolivien gefahren sind, wo wir eigentlich nur immer tote Natur gesehen haben und ganz hoch auf den Anden waren, sind wir endlich am Titicaca-See und wir haben wieder richtig schöne Natur. Der Titicaca-See ist der höchste große See der Welt, höchstgelegenste größte See der Welt und auch der größte See in Südamerika. Manche sagen, es gibt einen anderen großen See in Venezuela, aber das ist eigentlich nur eine Lagune, also ist nicht so wichtig. Hier haben wir wieder richtig schöne Natur. Wow, beautiful lake. Ja, wir warten jetzt auf die Fähre. Dieser Teil des Titicaca-Sees ist Tiquina und diese Tiquina-Fähre muss man überqueren, wenn man mit dem Auto nach Peru unterwegs ist. Wir haben gehört, es kostet 40 Bolivianos, das sind 5-6 Euro. Kommt mir ein bisschen teuer vor, weil es wirklich nicht so weit ausschaut. Das sind vielleicht 5 Minuten Fahrzeit. Aber wir haben auch in der iOverlander App gelesen, dass auch die anderen Leute 40 Bolivianos zahlen müssen. Lake Tiquina. Yeah. Wir sind hier an der Copacabana, an der Originalen, nicht die in Rio de Janeiro. Und wir werden uns hier ein bisschen umschauen und dann geht es endlich über die Grenze nach Peru. Wir haben Grenzüberquerungen eigentlich nie was ausgemacht. Aber seit Bolivien bin ich ein bisschen traumatisiert. Die letzte Grenzüberquerung hat so lange gedauert. Und nochmal als Auffrischung, sie haben uns damals beim Eintritt in Bolivien nur 30 Tage gegeben und gesagt, wir sollen verlängern. Wir wollten dann schlussendlich verlängern. Sie haben gesagt, wir können nicht verlängern, weil wir haben eh schon 90 Tage. Das heißt, das Ganze ist ein bisschen verwirrend und wir sind jetzt gespannt, was wirklich passiert. So, wir erreichen die Grenze in Bolivien nach Peru. Casani heißt es hier. Jetzt sind wir gespannt. Wir wissen nämlich noch immer nicht ganz hundertprozentig, ob wir jetzt diese 90 Tage legal bekommen haben, Aufenthalt als Europäer Gruppe 1 Touristen, oder ob sie uns eigentlich nur 30 gegeben haben. Ja, schauen wir mal. Okay, also wir waren zuerst beim Ausstempeln und sie hat nichts gesagt. Das heißt, ich nehme an, die 90 Tage waren okay. Und nächste Station war die Polizei. Die haben unsere Permiso de Ingresa y Salida angeschaut fürs Auto. Hat gepasst. Und jetzt noch der letzte Stopp, die Aduana. Ah ja, und was noch interessant war, sie haben dieses Sigimig-Digimig-System nicht überprüft. No, they didn't check. Yeah. Bei Einreise hat man gesagt, man muss sich immer registrieren mit einer neuen Unterkunft. Jedoch hat ja jetzt niemand nachgeschaut. Also das wäre interessant zu wissen. Exactly. Ja, jetzt Aduana in Bolivien. Die Aduana ist dafür da, dass man mit dem Auto ein- und ausfahren darf. Wir müssen jetzt nochmal alle Dokumente herzeigen und zeigen, dass wirklich alles gut funktioniert hat. Hola, ¿es tu motocar? Ah, sí. Okay, das war 10 Sekunden Check. Sehr schnell gegangen. Das hat bei der Einreise nach Bolivien länger dauert. So, wo kommt jetzt die nächste Grenze? Ah, da vorne, ja? Peru!
Okay, bisschen Schlange stehen, aber ist okay. Jetzt geht's noch zu Aduana in Peru, um unser Fahrzeug zu überprüfen. Bei Aduana in Peru. Mi nombre es Pablo. Yo Como mismo. Pablo. Sí. Sí, Pablo. ya, ok. Ya, escúchame una cosa, permíteme. Der Herr bei Aduana hat jetzt lang gebraucht, aber er hat uns Spaß gehabt, war sehr sympathisch. In Peru ist es obligatorisch, sich die nationale Versicherung fürs Auto zu holen, die SOAT. Die haben wir online abgeschlossen. Man kann es auch hier nicht bei der Grenze machen, aber ich glaube im nächsten Ort, oder? Yeah, that's what they said. Yeah, next. Da zahlt man aber den gleichen Preis, den wir für ein Jahr gezahlt haben, für einen Monat. Deswegen, wenn man kann, ist es sicher besser, das online zu machen. Wir haben es auf der Seite Mapfre gemacht. Keine Ahnung, ob es andere Mapfre gibt, Peru, aber war recht günstig. 59 Soll oder Soles, wie sagt man? Soll. Soll. Mhm. 59 Soll für ein Jahr. Jetzt warten wir noch auf den Mann von Aduana. Er macht noch eine Vehikulo-Inspektion, um zu schauen, ob unser Auto wirklich das Auto ist, was wir angegeben haben. Ja, wir haben von der Aduana in Peru jetzt noch einen ganz schnellen Check das Dokument bekommen für die temporale Einfuhr und Ausfuhr unseres Fahrzeugs. Actually, it was just like in Bolivia. Like, it was the same thing, just 3, 4, 5 hours shorter. Success! It was Well good. done! Perfect. Ja, unsere Einreise nach Peru hat zum Glück sehr gut geklappt. War viel unkomplizierter als nach Bolivien, auch freundlicher als an der Grenze in Bolivien. Jetzt bin ich gerade in dieser ersten Stadt in Yunguyo, glaube ich, auf der Suche nach einem Geldautomaten. Aber die ganze Innenstadt ist abgesperrt wegen einer Parade. Deswegen werden wir jetzt mal ohne Bargeld weiterfahren und hoffen, wir brauchen nicht so schnell eins. Aber wir sind sehr froh, hier zu sein und sind schon sehr gespannt, was Peru für uns zu bieten hat. Ja, das Gras scheint grüner in Peru. Wir sind sehr froh, dass wir es jetzt geschafft haben. Wir haben bisher eine komplizierte Beziehung gehabt mit Bolivien. Einerseits ist die Natur spektakulär, andererseits sind wir uns nicht immer ganz willkommen vorgekommen. Und wenn man oft in der Einöde unterwegs ist, fehlt ein gewisser Standard beim Essen und auch bei Unterkünften. Wir hoffen jetzt, dass es besser wird, aber ich glaube, wir werden auch Pech haben mit Unterkünften in Peru. Wenn du darüber mehr erfahren möchtest, schau wieder rein beim nächsten Mal, was uns in Peru erwartet. Wir sind leider dabei, wieder auszuziehen, ein bisschen verfrüht. Es hat ein Problem gegeben. Wenn Sie nicht antworten in einer Stunde, dann ist es 20 Uhr. Dann ziehen wir aus. Entweder